Die Tour der Legenden als 20. Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge steht vor der Tür. Es ist wohl eine der imposantesten Touren für Oldtimer-Lkw, die alle 2 Jahre gemeinsam vom Stuttgarter ETM-Verlag und der Spedition Fährenkötter Transport und Logistik veranstaltet wird. Start ist am 31. August im Sauerland, beendet wird die imposante Ausfahrt nach kurzem Stopp in Österreich, dann am 6. September in München. Besonders erinnert wird in diesem Jahr an die Pioniere der Szene, die Anfang der 1980er Jahre diese Fahrt sozusagen auf die Räder stellten und tatkräftig unterstützten. Es sind unter anderem Bernhard Krone, Emil Bölling, August Alborn, Hans Witteler und Robert Fährenkötter, dessen Todestag sich in diesem Jahr zum 10. Mal jährt. Schon deshalb ist die 20. Deutschlandfahrt auch für Organisationsleiter Joachim Fährenkötter eine ganz besondere Tour. Also wir wollen mit der Tour der Legenden an die Menschen erinnern, die eben diese Oldtimer-Szene auch gegründet haben. Also es geht um meinen Vater sicherlich, es geht um Menschen wie Emil Bölling, nur mal als Beispiel, die vor 40 oder über 40 Jahren die ersten Autos im Grunde genommen von den Schrottplätzen gerettet haben, die sich für alte LKWs aus den 50er Jahren interessiert haben. Und da ist mir einfach wichtig, daran zu erinnern, dass es eben Menschen gegeben hat, die leider nicht mehr leben, die diese Szene auf die Füße gestellt haben. Also für mich ist das eine sehr emotionale Geschichte, weil ich eben an meinen Vater erinnere und alle, an die wir erinnern, sind auch Freunde von uns und Freunde von mir gewesen. Ich bin halt als ganz junger Mensch in diese LKW-Szene gekommen, da war ich 12, 13 und das ist nun mal so, wenn man der Jüngste ist und es sind viele Ältere, dann ist das der Gang der Dinge, dass eben ein paar Menschen nicht mehr da sind. Und für mich ist, wie gesagt, sehr emotional, aber eben auch schön deswegen. Deswegen freue ich mich unglaublich darauf, dass wir eben die Chance haben zu erinnern. Und die Tour der Legenden führt diesmal vom Sauerland ins Alpenvorland. Startpunkt ist am Samstag, 31. August 2024 bis um 12 Uhr die Firma Paul Witteler in Brilon im Sauerland. Am Sonntag, 1. September, geht es von Brilon ins 250 Kilometer entfernte Fladungen in der Rhön, die nördlichste Stadt Bayerns und ehemaliges Zonenrandgebiet. Eingeladen von Mercedes-Benz Classic. Etappe 2 am 2. September unter Patenschaft der BFS Business Fleet Services GmbH führt von Fladungen nach Kirchberg an der Jagst. Wieder 250 Kilometer. Und dann Tag 3 am 3. September von Kirchberg nach Forst-Inning zur Firma Hubert Hörndl Transporte GmbH. Nochmal 250 Kilometer. Bei der 4. Etappe am 4. September sind es dann nur 180 Kilometer. Unter Patenschaft der Palfinger AG geht es weiter nach Forst-Inning, nach Lehngau-Einring. Am 5. Tag geht es dann nach Österreich. Etappe 5 lädt ein zur Firma Berger Truck Service GmbH nach Wörgl. Diese Route ist 130 Kilometer lang. Den Schluss der Etappe bildet dann unter Patenschaft der MAN Truck & Bus SE die bayerische Landeshauptstadt München, wo die Tour der Legenden dann am Freitag, 6. September 2024 auch zu Ende geht. Von Wörgl nach München sind es etwa 160 Kilometer. Da kommen allerhand Kilometer zusammen. Es gibt schon ein paar Herausforderungen Richtung Topografie. Aber das ist ja genau das, warum so viele dabei sind. Wir sind weit über 80 Fahrzeuge. Man möchte ja, dass das Fahrzeug auch mal zum Arbeiten kommt, auf gut Deutsch gesagt. Es ist nicht zu anspruchsvoll, aber ein paar Sachen sind dabei, wo man sagt, okay, da muss der schon arbeiten, der alte LKW. Und mit Anfahrt und Abfahrt sind es für die meisten ja auch weit über 2000 Kilometer, die da zu bewältigen sind. Das ist ja schon mal eine schöne Strecke, dass so ein Fahrzeug mal richtig warm wird. Für viele Teilnehmer ist die Deutschlandfahrt längst zu einer echten Herzensangelegenheit geworden. Freunde treffen auf Freunde, könnte man auch sagen. Und selbst aus Fremden werden hier Freunde fürs Leben. Wer da gerade mit welchem klassischen LKW unterwegs ist, spielt eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist die Begeisterung für das gemeinsame Hobby und der Spaß an historischen Nutzfahrzeugen. Auch wenn man dann zu Dutzenden aufschlägt und ganze Parkplätze in Beschlag nimmt.
Im Gegensatz zur klassischen Oldtimer-Szene, also die mit alten Autos unterwegs sind, ist diese Szene vielleicht ein wenig hemdsärmeliger und ist gewohnt, selbst mit anzupacken. Geselligkeit und ein herzlicher Charakter stehen hier jedenfalls hoch im Kurs. Aber lassen wir einen Teilnehmer doch selbst erzählen. Jetzt sind da auch jüngere Leute bei, jetzt ist es so gemischt, auch ältere, aber vor allen Dingen haben wir sehr viel Spaß. Wenn wir dabei sind, ist es manchmal so, wir stehen mit 4, 5 Mann abends da irgendwo am LKW und dann denken Außenstehender, sind die jetzt 16 oder 18 und so haben wir das Gefühl. So geht's da ab, was man nicht planen kann. Da gibt's auch Gespräche und es wird schön gegessen, ist alles ernsthaft, aber es sind immer wieder diese schönen Momente, wo Leute abends irgendwo auf dem Klappstuhl zusammensitzen, auch Leute, die einen Großbetrieb irgendwo haben, die sitzen da und der eine erzählt und der andere erzählt und du kommst aus dem Lachen nicht mehr raus. Das ist das Schöne an so einer Tour. Groß ist deshalb schon jetzt die Vorfreude auf die Tour der Legenden, die als 20. Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge in diesem Jahr wieder von namhaften Sponsoren und Förderern unterstützt wird. Entlang der Tour und an den einzelnen Stationen sind Besucher natürlich wieder jederzeit herzlich willkommen.